In diesem Video zeige ich dir, wie du Pinterest strategisch für dein Business nutzt. Ja, Pinterest ist ja so eine Sache, ne? Das hatten wir ja schon. Wir wollen eigentlich auf Pinterest eine große Reichweite aufbauen und dann die ganzen Bilder, die wir da reinposten, sollen im Idealfall dafür sorgen, dass wir möglichst viel Traffic auf unsere Webseite bekommen. Ne? Aber um das zu erreichen, musst du natürlich ein wenig strategisch vorgehen. Es funktioniert gar nicht, wenn du wild irgendwelche Bilder da reinpinnst und auf das Beste hoffst. Ja? Also so im Groben und Ganzen funktioniert das schon. Ne? Hin und wieder kriegt man mal einen Klick ab. Das kann schon passieren. Aber in erster Linie geht es ja darum, das Ganze ja mit dem Kopf zu machen. Ne? Nicht einfach so, nicht einfach mal ein bisschen pinnen. Deswegen kannst du dir viel Ärger und viel Arbeit ersparen, wenn wir das Ganze direkt strategisch aufbauen. Pinwände sind mit das Wichtigste auf Pinterest. So, ja, neben den Pins brauchen wir ja, richtig gute Pinwände, ne? Damit ein Nutzer, der auf dein Profil gelangt, direkt weiß, worum es bei dir geht und ob er bei dir ja, bleiben möchte und dir folgen möchte. Ne? Weil was nutzt dir den schönsten Pin, wenn das keinen interessiert? Ne? Oder deine Pinwände, wenn jemand auf dein Profil kommt und denkt, ach nee, da kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen. Ne? Also, die Chancen stehen gut, dass derjenige zuerst deinen Pin sieht und dann erst deine Pinwand. Aber wenn du dein Pinterest-Profil selber bewirbst, dann wiederum stehen die Chancen auch gut, dass derjenige direkt auf deine Profilseite kommt und anhand deiner Pinwände entscheidet, ob er dir auch in Zukunft folgt oder ob er irgendetwas findet, was ihn interessiert. Pinwände helfen dir dabei, deine Pins strategisch einzusortieren. Wenn du keine Pinwände hättest, ja, dann hättest du ein riesiges Sammelsurium von Pins in deinem Profil und nichts wäre in irgendeiner Art und Weise ein wenig schematisch geordnet. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du Pinwände anlegst und auf deine Pinwände dann eben die entsprechenden Pins pinst. Ja? Und daher stellt sich gerade für den Anfänger als allererstes wohl die Frage, ja, wie viele Pinwände brauche ich denn? Ja, ist eine gute Frage, ne? Also 5, 10, 50, 100, 200.000, es muss für dich bearbeitbar bleiben. Das heißt, wenn du 200 Pinwände hast, dann könnte es schwierig werden. Ne? Also wenn man die alle bespielen will, das heißt regelmäßig auch Pins darauf ja, pinnen möchte, dann wird es schwierig. Ne? Selbst wenn du nur 5 Pins am Tag mal 200, 1000 Pins pro Monat, schaffst du das? Ja, definitiv nicht mit eigenen Inhalten, vielleicht mit fremdem Content, aber letztendlich geht es ja darum, dass die Nutzer auf deine Webseite kommen. Und daher sollten wir hier vielleicht davon ausgehen, dass wir ja, vielleicht erstmal mit 5 oder 10 Pinwänden anfangen. Du kannst dich natürlich steigern. Du kannst natürlich hinterher mal 50 haben, das ist auch kein Problem. Alles darüber, ja, oder weit darüber wird wahrscheinlich schwierig. Ja? Es ist nie gut, wenn eine Pinnwand so verwaist aussieht. Ne? Wenn du eine Pinnwand hast und da sind nur 2 Pins drauf, dann denkt jeder, ach, naja, da hat derjenige wohl nicht mehr weitergemacht, ne? Oder das vernachlässigt. Deswegen besser weniger, das ist nämlich in dem Fall mehr. Ne? Und dann ist es natürlich die Frage, welche Pinnwände brauche ich? Ja? Also es hängt natürlich von deinem Business ab. Es geht darum, du solltest vielleicht nicht wahllos Pinwände erstellen. Das heißt, wenn du ein Reiseblogger bist und du erstellst Pinboards über Mittagessen, passt das irgendwie so gar nicht zusammen. Ne? Natürlich kann man in den verschiedenen Ländern, die du bereist, auch essen, klar, aber es passt nicht zusammen und deine Zielgruppe, die sich für das Mittagessen interessiert sich nicht zwangsläufig auch fürs Reisen. Und aus dem Grund solltest du 2 Arten von Pinboards haben. Zum einen dein Fokus-Pinboard oder Fokus-Pinboards, ja, kann man durchaus auch ein paar mehr von haben. Und dann eben so Neben-Pinboards, ja. Ein Fokus-Pinboard ist im Prinzip der Kern deiner Brand. Ja? Also wenn du ein Reiseblogger bist, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann gehören auf diesen
auf dieses Board alle deine Blogposts und alle deine Produkte. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein E-Book anbietest, wäre das auf diesem Board zu finden. Wenn du Blogartikel schreibst, wären die auf diesem Board zu finden. Das hört sich erstmal seltsam an, ne? Weil das ist ja dann auch irgendwie alles ein Sammelsurium. Ja, und das ist auch so gewollt. Ne? Von diesem Board aus geht alles weiter. Das heißt, du gehst hin und pinnst auf dieses Board alle deine Pins, die für deine Seite relevant sind, und pinnst von da aus weiter auf verschiedene andere Boards. Ja, was sind die verschiedenen anderen Boards? Das sind dann hier deine Nebenboards, die man jetzt noch so braucht, um das Ganze thematisch zu sortieren. Was machen wir da? Wir überlegen, zum Beispiel der Reiseblogger, um bei dem Beispiel zu bleiben, der würde jetzt hingehen und die verschiedenen Länderboards zu erstellen. Das heißt, angenommen, du bist einmal auf die Malediven gereist und einmal nach Spanien, machst du 2 Boards, einmal für Malediven, einmal für Spanien, und pinnst von deinem Fokusboard die Blogposts über die Malediven auf das Board Malediven und die über Spanien in das Board Spanien. Von dir zu dir im Prinzip. Erstmal ganz wertfrei, einfach um deine Reichweite schon mal zu vergrößern. Wenn jetzt jemand auf dein Profil kommt und sich für Spanien interessiert, wird er wahrscheinlich mal einen Blick in das Profil, in das Board Spanien werfen. Ne? Warum nicht? Vor allen Dingen, wenn es ansprechend gestaltet ist. Ne? Wenn dagegen das Bild nicht ansprechend ist, wenn die Landschaft nicht schön aussieht, dann wirst du auch damit wiederum keinen Blumentopf gewinnen. Daher geht es bei Pinterest sehr wohl um die Bilder. Ja? Die sind ganz, ganz, ganz wichtig hier. Ja, also ganz wichtig, dass du Fokus-Pinnwände und diese Rand-Pinnwände hast, die sich schematisch aufeinander aufbauen. 2 wichtige Tipps hier noch. Auf deine Randboards, ne? Also wir erinnern uns, wir haben ein Fokusboard und aus diesem Fokusboard brechen wir herunter einige Randboards. Da kannst du auch Content von anderen drauf pinnen. Ne? Dein Content ist immer auf deinem Brandboard und die heruntergebrochenen, da kannst du auch etwas von anderen drauf pinnen. Ne? Das ist eine Strategie. Also wir haben dieses Fokusboard, da kommt alles drauf. Ja, alle deine Blogposts, alle deine Produkte, was immer du hast, auf dein Fokusboard. Und von da aus dann eben auf deine Randboards kommen dann halt verschiedene Pins, auch von anderen mit drauf. Also würde dann bedeuten für dich, du brichst dein Fokusboard herunter. Wie gesagt, du bist ein Reiseblogger und du hast verschiedene Länder besucht. Dann sagen wir haben einmal Spanien, einmal Malediven. Und Spanien könnte dann auch noch die spanische Küche haben. Dann könnten wir noch Ausflüge in Spanien haben. Und dann könnten wir noch Strände Spaniens haben. Also du siehst, auch da könnten wir weiter runterbrechen und noch sinnvolle Boards erstellen. Und wieder weiter pinnen, ne? Und vor allen Dingen auch weiter sammeln. Ne? Eine gute Strategie, du bekommst Content auf deine Pinterest, und es gibt auch Gründe, warum man dir folgen soll, warum man wieder von dir hören will. Ne? Oder auch, warum man auf deine Boards klicken sollte. Ja? Und vor allen Dingen auch auf deine Pins, damit dann jemand auf deine Webseite landet. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt einmal an den Computer und ich zeige dir, wie du eine Pinnwand erstellst. Eine kleine Sache gibt es dabei nämlich noch, die Ganze kann auch geheim sein und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Okay, ich bin jetzt hier einmal auf dem Profil der CMD Akademie und du siehst auch, ich habe hier noch Optimierungsbedarf, nennen wir es mal so. Und wenn ich jetzt hier drauf bin, kann ich hier oben auf das Pluszeichen gehen und kann sagen Pinnwand. Du siehst schon hier Pin, Idea Pin und Pinnwand und ich möchte jetzt eine Pinnwand erstellen. Und jetzt kann ich der Pinnwand einen Namen geben. Wichtig ist hier, dass du dir schon überlegst, welches Keyword du hier fokussierst. Das heißt, wenn du Spanien als Keyword hast, dann sollte das auch im Titel hier auftauchen. Ja? Also wir wollen ja alles optimieren und wir wollen auch deine Pinnwand weiter optimieren. Also ich nehme jetzt mal einmal hier Spanien oder Strände in Spanien. Jetzt kann ich entscheiden, möchte ich diese Pinnwand geheim halten oder eben nicht. Kannst du machen. Einen Grund dafür gibt es, wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, okay, ich möchte erstmal ein paar Pins sammeln, bevor ich das Ganze öffentlich mache. Du hast thematisch passend zu deinem Business eine Pinnwand erstellt und hältst diese erstmal geheim, damit später
ja, dort deine Pins, die dort gelandet sind, veröffentlicht werden können, die aber immer thematisch zu deiner Brand passen. Wenn du hier einfach irgendwelche persönlichen Pins erstellst und Pinboards, dann ist so die Frage, ob du dein Profil nicht damit verwässerst. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz fokussiert, wir haben Reiseblogger, wir haben da deine ganzen Blogposts und wir haben dann die Länder, die der Reiseblogger bereist hat, und dann haben wir vielleicht das Ganze noch runtergebrochen, wie ich eben schon sagte, in Strände und Essen und was auch immer man in dem jeweiligen Land machen kann. Und dann gehe ich hin und mache ein Board Sommerkleidung oder sowas. Ja? Also du siehst schon, es passt nicht dazu. Und es könnte sein, dass dann Pinterest und der Algorithmus von Pinterest damit dann gar nicht mehr weiß, was hat denn dieses Board jetzt bei ihr zu suchen oder bei ihm. Und aus diesem Grund würde ich das einfach lassen. Ja, viele sagen, ach ja, nee, das ist überhaupt kein Problem, ist ja geheim. Ich glaube, ich würde das Risiko nicht eingehen, oder ich gehe es einfach nicht ein. Ich bleibe dann einfach dabei und logge mich einmal ein und aus und habe dann eben einen zweiten Pinterest-Account für alles Persönliche, was mich ausmacht. Okay, ich gehe jetzt hier einmal auf Erstellen, weil ich möchte ja jetzt keine geheime Pinnwand haben. Und jetzt werden mir direkt Pins angeboten, die ich da drauf pinnen kann. Ich klicke jetzt mal 1 an oder 2. So, mach mal fertig und bin dann hier auf meiner Pinnwand Strände in Spanien. Jetzt kann ich das Ganze noch bearbeiten. Wenn ich jetzt hier auf diese 3 Punkte klicke, klicke ich hier auf Pinnwand bearbeiten und hier werden mir jetzt noch viel mehr Optionen angeboten. Das heißt, wenn ich auf das Pluszeichen klicke, kann ich noch ein Bild festlegen für die Pinnwand. Das ist immer sehr gut. Besser noch ein eigenes statt eines von einem Pin. Dann kann ich hier noch eine Beschreibung eingeben und die ist, ja, du errätst es schon, aus SEO-Gründen wieder absolut wichtig. Also hier geht es jetzt um einen kurzen Text über Strände in Spanien und dann kannst du das Ganze natürlich als fertig anklicken und da behalten. Also wichtig, alles was du hier machst, alles SEO optimieren. Wenn du einen Pin erstellst, dann bitte gib diesem auch einen Namen. Image-3375 ist kein guter Name. Ja? Besser wäre dann hier Strände in Spanien 01, wenn du denn möchtest, weil es um die Strände in Spanien geht. Ne? Also immer thematisch passend die Pins auch so benennen, die Beschreibungen so machen, um ganz klar zu signalisieren, hier auf diesem Board geht es um die Strände in Spanien eben. Ne? Ja, also ganz, ganz wichtig, dass man hier im Fokus bleibt und sich ganz genau überlegt, was man denn jetzt hier haben möchte. Ja, ich hoffe, diese strategische Planung deines Pinterest-Accounts hat dir geholfen und vor allen Dingen auch gefallen und du wirst das jetzt einfach mal umsetzen. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Geheime Pinwände, ja oder nein? Private, ja oder nein? Was denkst du darüber? Sollte man das machen? Sollte man es besser nicht machen? Ist vielleicht eine Glaubensfrage. Ne? Auf jeden Fall freue ich mich von dir zu hören und ich freue mich auch, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video postest und uns ein Like da lässt. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.